Jetzt wird es nicht noch ein bisschen weiter weg. Ach, blöd ist, jetzt sieht man nichts, Sven. Mal weiter. Du darfst den Abschluss machen. Herzlich willkommen. Wir sind gerade auf dem Weg nach Neuland zum Fortin Boquerón. Vollgepackt wie immer eigentlich. Denn ich möchte da auch grillen. Wenn schon, denn schon. Leider, wobei jetzt im Moment geht es gerade, haben wir natürlich wieder das Glück, es hat gerade angefangen zu fisseln, weil so viel regnet es ja nicht. Aber natürlich, wenn wir nach Fortin Boquerón fahren möchten, regnet es. Ich glaube, das ist 40 Kilometer von uns entfernt. Ungefähr 40, 50 Kilometer von uns entfernt. Nee, 40 ist Neuland und dann nochmal 30, 40. Irgendwie so. Können wir ja einblenden, wie weit das entfernt ist. Bis nach Neuland kommt ihr auf jeden Fall erstmal gut über Asphalt, das war erstmal überhaupt kein Problem. Und danach kommt eine relativ gute oder eigentlich eine sehr gute Sandstraße. Und auf der Sandstraße, wenn es nicht gerade geregnet hat, könnt ihr immer fahren. Also ihr braucht noch niemals ein geländefähiges Auto, da könnt ihr mit jedem Auto hinfahren zum Fortin. Ich hoffe, ihr habt den jetzt gehört, weil der hat kein Mikro an. Haben wir gerade noch darüber gesprochen. Da sehen wir, ob man im Auto mit oder ohne Mikro filmen kann. Auch mal so ein Test. Und auf jeden Fall wollen wir euch heute mit nach Fortin Boquerón nehmen. Das ist ein sehr schönes Fortin, da waren wir jetzt schon x-mal. Ich wollte euch auch noch zeigen. Tankstellen sind nämlich super. Oh, guck mal. Eine vollgepackte Tüte hier. Wir haben uns nämlich gerade, jetzt höre ich auf zu knistern, Milanesa-Brötchen geholt. Also Brötchen mit nur ein ordentlichen Stück Fleisch drauf. Genau, lecker Fleisch mit Schnitzel, genau. Und dazu haben wir halt noch echt Ketchup und Servietten und Mayo oder Mayo gekriegt. Also wusste ich gar nicht. Weißt du, was du bezahlt hast? Mit der Kohle 49.000. Okay, mit dem Sack Kohle. Ach, siehst du, ich habe das Holz vergessen, ja. Aber dadurch, dass wir unterwegs sind, grill ich gleich mit Holz. Ach, mit Kohle, meine Güte. Ich wollte trotzdem noch ein bisschen Holz dazu packen, aber ist egal. Vielleicht finden wir da ein bisschen was. So, und ich damit Sarah nicht verhungert, bis ihr Essen fertig ist. Ja, das ist ja irgendwann erst. Ja. Wichtig noch, wenn ihr mal in Paraguay seid, achtet auf diese Spieße. Ich habe da schon nicht mehr daran gedacht, weil wir uns selten hier was Fertiges kaufen und habe da reingebissen und habe den dann so fast in der Nase gehabt. Aber an sich ist lecker. Vor allem so für mal eben auf die Schnelle. Gutes Frühstück, lecker Fleisch. Ich lege es euch nur nahe. Fleisch essen. Esst mehr Fleisch. Genau. Jo, auch Kontrollen gibt es hier. Keine Ahnung wieso. Was haben die denn da liegen? Keine Ahnung, was da los ist. Ach Mensch, das war ein Mensch. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Su registro de habilitación, por favor. Un momento. Buen día. Buen día. Ja, beste Motor. Blöd, wenn man so viele Papiere hat. Ciao. Ciao, ciao. Vorsicht, da ist nass. Nicht da. Ja, das war's.
Also eigentlich braucht ihr ja auch nur Habilitation. Führerschein war das erste Mal, wo wir die Papiere brauchten, ne? Hier oben. Boah, das ist jetzt schon verdammt lange her, wo wir hier mal Papiere vorzeigen mussten. Also das ist hier eigentlich bei uns Nie. Hier im Chaco? hier im Chaco Also wir jetzt, ne? Das ist, nicht so üblich. Ja. wir legen nicht die Hände dafür ins Feuer, dass ihr nicht kontrolliert werdet. Ja, aber hier ist relativ wenig. Wir haben ja auch relativ wenig Verkehr. Auf dem Weg Richtung Fortin Boquerón, wir sind auf der Geradeausstraße, hat Martin hier mal wieder was wiederentdeckt. Guck mal, wie geflickt der mittlerweile ist. Ja, mein Aber Kumpel ist nicht mehr im besten Zustand. Man sieht ja hier unten schon, er verliert so langsam Knochenmaterial, er löst sich in seine Bestandteile auf. Hier sind wir 2018 zum ersten Mal halt zum Fortin Boquerón lang gefahren, weil es halt der häufigst gewählte Weg ist. Es gibt auch noch einen anderen Weg, aber wir sind damals 2018 in unserem Urlaub hier lang gekommen und das fand ich damals noch total faszinierend, hier den Totenkopf. Und da bin ich dann hingegangen und habe eigentlich jedes Mal, wenn wir hier lang gegangen sind, ein Foto an der Stelle gemacht. Und so auch heute, kein Foto, aber ein Video. Und ja, da ist er halt, der Totenkopf. Ja, ist jetzt vielleicht nichts Besonderes, aber immerhin ein Fotomotiv, ja. nichts los. Guck mal, wie ruhig das hier ist. Das ist die geile Natur, weshalb wir hier sind, was wir hier so toll finden. Da vorne, genau, kommt die Tankstelle, da müssen wir dann gleich links. Ja, schön. Genau, und da irgendwo. Na, das Auto wackelt zu sehr. Zwei Und da Schilder. zwei Schilder. Ah, jo. So, und dann vor der Tankstelle hier einfach rein. Also, wenn ihr noch irgendwas braucht, könnt ihr da auch rein. Wir waren da zwar, nee, wir waren da noch nie, ne? Da waren wir noch nicht drin, aber da haben die eigentlich auch immer ein bisschen was zu essen, zu trinken in den E-Crop-Tankstellen auf den Dörfern. Das ist eigentlich, die sind gut Jo. ausgerüstet. Jetzt geht's, glaube ich, nur noch die Straße. Aber in den entlang. Antennen ist das, glaube ich, schon fast. Echt? Da, ja, da vorne ist das gleich. Sieht man die? Doch, bestimmt, ne? Also richtig weit ist es nicht mehr. Richtig schönes Wetter heute. Für den Ausflug. Man kann jetzt hier reinfahren, man kann aber die Straße auch noch so ein bisschen weiter drumherum fahren. Da hinten ist noch ein Eingang. Also Martin hat so gezeigt. ja, hier die genau, Straße das ist sieht man. weiter, aber hier kann man jetzt Aber der- getrost hineinfahren. Aber der andere Eingang nicht besser? Der andere ist auch noch Du kommst ja, wenn ihr der Straße hier folgt, der ist definitiv ersichtlich, der Eingang. ja, die sind ja immer hier so in paraguayischen Landesfarben. Ja, und der ist noch offensichtlicher. Ja. Hast du nicht angehabt? Nein. Weil du Ich habe vorhin- dem Martin heute so oft gesagt, Mikrofon, hast du das Mikrofon draußen gerade angehabt? Draußen war es an, ich habe es Hast du es ausgemacht. Jetzt lass mich das doch mal begründen. Ich habe es ausgemacht, als ich hier im Auto saß und du draußen die Ruhe filmen wolltest und hier drin die Warnblinkanlage geknackt hat. Und das wollte ich dir nicht aufs Video machen. Ja, aus gutem Zweck habe ich das gemacht. Ja, und die beschimpft mich hier. Ihr seid meine Zeugen, ja? Nein. Doch, ich habe es wieder gekriegt hier. So, und jetzt kommen wir jetzt auch schon hier auf den Hauptplatz gleich. Ich habe keine Ahnung. Doch, Ah, da da ist vorne ein ist der Friedhof. Friedhof, Aber aber wir gucken wir- gleich alles in Ruhe Genau, hier wir zeigen euch zu das an. Fuß. Ach, hier Und rumkommen hier wir ist dann. jetzt gleich auch das Museum. Hier wird schon Rasen geschnitten, wie man hier sieht. Und natürlich ist heute hier nichts los, Das ist praktisch. weil es sicherlich wegen dem schlechten Wetter Ja, von die arbeiten ja auch nichts alle ist. noch. So, wir fahren jetzt mal da hinten hin, da unter die Bäume. Da ist an sich immer schön schattig und hier kann man dann auch heute schön ist überall Asado Schatten. machen. Aber heute ist irgendwie hier überall Schatten. Das ist ja für mich wichtig. Holz. Da werden uns bestimmt gleich so 2, 3 Äste von klauen können. Leihen. Kriegen sie dann als Asche wieder. Also wenn wir eins genug haben hier im Chaco, dann ist das Holz. Holz. Und wir haben aber auch Kohle dabei, also ist halt nicht so schön. Also hier kann man, glaube ich, sogar auch campen. Also ich meine, wir haben hier sogar schon mal Leute campen sehen. Hier ist auf jeden Fall, kann man hier schon mal schön sitzen. Und das ist hier so der Platz, wo meistens die Leute dann auch so ihr Asado machen. Also wo wir das schon mal gesehen haben. Ah, die sind laut, die Papageien. Aber jetzt guckt mal hier die ganzen. Ja, ist Nester. alles voll mit Nestern. Diese kleinen grünen Papageien, die haben wir hier zu Millionen. So Leute, jetzt kann ich euch das nämlich mal zeigen hier, was Sarah vorhin meinte. Man sieht hier jetzt überhaupt nichts Stachelmäßiges. Und wenn man jetzt hier drückt, kann man da wunderbar den Stachel Stachel rausziehen. Und wenn man da reinbeißt, ist es natürlich sehr unangenehm. So, und jetzt werde ich auch mal was essen. Das heißt, Sarah muss euch jetzt zuquatschen. Ach, guck mal hier. Das sind doch so Termin. Oh, krass, guck mal, die haben eine ganze Stadt gebaut.
Da sind die Löcher und da haben sie ihre Stadt aufgebaut. Wie geil ist das denn? Sieht man das? Oh, alter Schwede. Das sieht cool aus. Aus der Sicht sieht man noch viel, viel mehr Eingänge. Ja, das sind hier irgendwie Infotafeln waren das, ne? Ja, und die ist jetzt auch schön nachgeschrieben. Die war nämlich letztes Mal nicht mehr so gut lesbar. Von der Sonne bleicht ja hier alles aus. Und Leute, ihr habt hier den super Vorteil, dass ihr das einfach auf Deutsch lesen könnt. Ja, also hier stand die entscheidende Schlacht statt im Chaco-Krieg, Paraguay gegen Bolivien. Und die Bolivianer hatten sich hier... Geh mal dahinter, dass ich das auch filmen kann. Ach so, sorry. Die Bolivianer hatten sich auf jeden Fall hier an dieser Wasserstelle, da wo wir geparkt haben, da müsste diese Wasserstelle sein. Die hatten sich hier verschanzt und der paraguayische Angriff mit 8000 Mann widersteht, ja, hat dann die Bolivianer wohl am 29. September zur Aufgabe bewegt. Ja, der Chaco-Krieg war sehr, sehr brutal. Ich möchte aber gar nicht so viel zu erzählen, weil mein Wissen dazu leider sehr begrenzt ist. Wir haben aber, das weiß ich von unseren anderen 14-Videos, sehr viele Zuschauer, die sich da gut mit auskennen und die da auch echt große Texte unten drunter geschrieben haben. Da bin ich denen auch sehr dankbar, weil unser Wissen leider nicht ausreicht. Vielleicht finden wir irgendwann mal jemanden, der sich dazu bereit erklärt, mit uns vielleicht das ein oder andere 14 zu besuchen und sein Wissen mit uns zu teilen. Wir hatten ja schon mal nach dem Sonnenvideo, nach dem Schatzsuche-Video mit dem Andi das Glück, dass uns da nette Leute angesprochen haben und uns mitgenommen haben nach Nanawa, wo wir dann mit denen da gesondelt haben. Schöne Grüße an die Jungs und vielen Dank nochmal. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Das Nanawa-Video könnt ihr euch auch gerne angucken. So, und jetzt esse ich mal mein Brötchen und ja, Sarah wird jetzt hier den Rest erklären. Erstmal nochmal hier, weil da wollte ich... Achso, sorry. Da habt ihr hier halt noch so mal so eine grobe Übersicht. So, hier sind die Grillplätze quasi. Da Camping sogar. Sondern der Camping da. Da ist es. Okay, kein Grillplatz, Campingplatz. Ja, und dann kommt man hier schon zu diesem Wall. Wie nennt man das? Wall, ne? Wall. Ja, hier sind so Antriebswellen, Nockenwellen, irgendwas, Dingens, Vermutung vom Auto. Ach, keine Ahnung. Das ist ein Gebilde. So, hier sind noch so, muss ich ja mal gucken, Gedenktafeln, glaube ich, ne? Ja, schade, dass das alles so ein bisschen sehr verfällt. Gucken wir mal ein bisschen näher. Den finde ich ja richtig geil. Der sieht so cool aus. Aber ich meine, der ist zwar umgefallen letztes Mal, ne? Sturm haben die aber wieder hingestellt. Ach, einmal, das hier ist noch davor. Was auch immer das ist. Das sieht auch cool aus hier so mit den Stöckern, Ästen, Stämmen. Ja genau, der Werte her ist umgefallen. So, dann haben wir hier noch was Schönes. Und diese Büsten nennt man die, ne? Die sind hier auch überall, überall zu finden. Was sind das, Generäle oder? Soldaten halt, Helden. Ja, Helden, genau. Schade halt, dass das Wetter heute echt so mies ist. Weil wenn jetzt blauer Himmel wäre, das wird ganz anders aussehen. Oh, guck mal, ganz viele Agaven. Ich liebe Agaven. Aber halt auch so eine Kriegsszene. Unfassbar, was die Leute hier alles durchgemacht haben. Krieg ist ja schon schlimm, aber wenn man dann noch hier im Chaco festhängt, also ich will es mir nicht ausmalen, wie schlimm das gewesen ist. Und wir müssen ja auch dazu sagen, damals hier in den 30er Jahren, wo der Krieg hier getobt hat, war ja überhaupt die Infrastruktur hier überhaupt nicht gegeben. Genau, ja. Hier war nichts, ja, und die Leute mussten hier ja, mit diesen Ford-Autos und so sich irgendwie durch den Dschungel schlagen. Und
das ist hier sicherlich nicht angenehm. Und damals war auch nicht so viele Wasserlöcher hier. Dementsprechend hatten die ja die großen Probleme. Hier sind tausende Soldaten verdurstet. Ich weiß nicht genau die Zahlen, aber ich kann mir gut vorstellen, über 40 Grad. Ich kann mir gut vorstellen, dass mehr Soldaten verdurstet sind, als durch Gewehrfeuer getötet wurden. Hier haben die noch mal so ein bisschen die Bauten von damals so nachgebaut und kann man sich so ein bisschen dann vorstellen, wie die dann auch gelebt haben. Das ist jetzt die Kommandantur. Das ist dann natürlich vielleicht schon ein bisschen die bessere Variante. Ja, hier halt einfach mit Lehm. Das ist ja hier auch so geil. Die alten Häuser hier, die sind auch aus Lehm. Im Fortin Isla Poi, wo wir auch schon waren, wo wir auch schon ein Video gemacht haben, da sind die ganzen Sachen gerade auch relativ neu renoviert worden. Und da könnt ihr euch das auch echt gut angucken, wie die Bauten da so waren damals. Hier, der Tataqua. Hier steht Schatz. Sarahs Tataqua und ne. jedes Mal, wenn wir hier sind, erinnert sie mich daran, dass ich ihr einen versprochen habe, dass ich ihr ja auch noch so einen bauen soll, ja, damit sie leckere Sachen da drin machen kann. Also wenn man es beherrscht, soll man da in dem Ofen sehr gutes Brot, sehr gute Pizza und was auch sonst noch alles drin machen können. Ja gut, das hier die ganzen Schilder. Also ihr müsst halt auch hier selber hinkommen. Ja, man muss natürlich euch so einen hier groben selber Einblick machen, aber geben. Aber ihr könnt auch sehr gerne hier hinkommen. Da freuen die Leute sich hier sowieso. Die freuen sich sowieso immer über Besuch. Das ist faszinierend, wie freundlich, wie nett die Leute hier sind. Das sind diese alten Ford-LKWs. Geil. Also der militärisch-industrielle Komplex Amerikas hat auch damals schon am Leid der Menschen immer gut verdient. Richtig geiles Auto. Und da von den Autos muss hier Tausende auch gewesen sein im Chaco-Krieg. Damals, wo wir hier ankamen, so 2020, Dezember 2020, Januar 2021, waren wir am Kilometer 180 oder so. Ich kann mir immer die Zahl nicht genau merken. Am 1. Januar waren wir da. Oder so, ja. Und auf jeden Fall, da waren noch sehr, sehr viele Teile mitten im Busch von diesen Autos zu sehen. Die sind leider mittlerweile alle geklaut worden. Das war doch, glaube ich, gerade eröffnet, ne? Das war da gerade eröffnet. Im Zuge dieser Bioceanstraße, die sie da gebaut haben, wurde das da sozusagen wiederentdeckt. Ich meine, die Einheimischen hier wussten immer, wo die Sachen lagen. Aber da wurde dann halt im Zuge der Straße halt ein bisschen publik gemacht. Und dann konnte man das da ganz gut besichtigen. Ja, ich weiß nicht, ob das offen ist. Ne, ist jetzt zu, das ist aber kein Problem. Der Verwalter wohnt hier nebenan. Da können wir theoretisch nachher mal gucken, ob er uns das aufmacht. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal diesen Rundweg und sparen uns das Museum für den Schluss auf. Also das ist ganz gut gemacht. Also es sind sehr, sehr viele Ausstellungsstücke auch drin. Und wenn das dann mal zu ist, wie jetzt gerade, muss man dann halt da hingehen und fragen, für die Deutschen klatschen. Ob der öffnet, ja. Weil die sind es hier gewohnt, dass man klatscht. Das ist die Klingel quasi. Ja. Das vergessen wir immer zu sagen, weil es so alltäglich geworden ist schon. Aber für die, die jetzt noch nicht hier waren, klatschen ist das Klingeln. So, jetzt kommen wir zur nächsten Zone de Camping. Also auch hier kann man campen. Klos. Da sind die Klos übrigens. Genau. Also da stehen wir quasi. Da. Auch für die ganzen Overländer, die unterwegs sind und gerne man dann hier stehen können. Also ich kann mir vorstellen, dass das umsonst ist. Also ich wüsste nicht, dass es Geld kostet. Auch das Museum kostet kein Geld. Also es ist alles kostenlos hier. Und ja, da könnt ihr euch hier mit eurem Overländer hinstellen. Also hier ist wirklich wenig, wofür man bezahlen muss. Echt wenig. Ja, eigentlich kommen die Hunde immer zu Martin. Ja. Wir haben jetzt gerade noch mal hier kurz nachgefragt. Ja. Ja. Und jetzt wissen wir wieder, wo der Rundweg ist. Also einmal zur Orientierung, da ist der Ford. Ford war das, ne? Genau, der Ford. So, und da einfach hier durch quasi. Hier ist ausgeschildert, der Moskitofahrt. Ja, Trinchera ist ja hinter dem Haus. Trinchera heißt einfach, also soweit ich weiß, Schützengraben. Also wir werden jetzt hier auch gleich ein paar Schützengräben noch sehen. Ja, heute ist ja kühl. Also das Wetter ist jetzt natürlich für die Kameraaufnahmen nicht so schön, weil wir keinen blauen Himmel haben. Aber jetzt, um das Ganze hier so zu erleben und zu wandern hier durch diesen Wanderweg,
ist das natürlich sehr vom Vorteil, weil normalerweise, wenn man hier bei 35, 40 Grad ankommt, ist das hier gehen ja noch. ja, 35 ist ja noch angenehm, aber wenn man hier so bei 40, 45 Grad dann ist im Hochsommer, dann ist das auch hier sehr, sehr heiß, selbst im Busch. Also hier beim Fortin Boccheron ist der Weg sehr schön gepflegt immer. Das ist beim letzten Mal, wo wir da beim Kilometer 180 oder wie das heißt, waren, nicht der Fall gewesen. Da war es doch schon sehr zugewuchert. Aber es ist das Einzige, ne? Die anderen Ja, sind weil- alle gepflegt. Vielleicht auch, weil das so weit weg ist von hier. Ne? Ja. Das Schönste hat das natürlich der Werner bei Flor de Chaco gemacht. Das ist wohl wahr. So, und da sind wir jetzt am Tuca Tuca angekommen, oder Tuca besser gesagt angekommen. Und- Tuca ist ein Maulwurf. Ja, der Nee, Tuca Tuca ist der Maulwurf hier. Doch, Maulwurf, Auf jeden weiß Fall ist das jetzt hier so anscheinend ein typischer Unterstand aus der Zeit des Chaco-Kriegs. So haben die das gemacht. Ich war hier noch nie. Aber wenn man in aktuelle Krisengebiete auf der Welt guckt, dann sieht man ja, dass heutzutage immer noch genauso gearbeitet wird. Und alle Leute, die vielleicht ja, positiv Krieg gegenüber eingestellt sind, sollen sich einfach mal vorstellen, dass sie hier unten drinne hocken müssen, während Granaten hier um ihre Ohren fliegen. Also für mich ist das keine schöne Vorstellung. Das Blöde ist ja, 99% der Leute, die für den Krieg sind, die Ja, würden die- da nie hingehen. Die Das ist das. Kriegstreiber und Kriegsbefürworter werden da nicht sitzen. Nein, aber das die ist Leute, das. sag ich mal, Die zwingen andere ich in zum den Krieg Beispiel, zu gehen. mich würden sie dann zwingen und ich sollte dann hier im Schützengraben liegen. Ja, wir können auch mal reingehen, ist ein bisschen dunkel. Sarah wird wahrscheinlich nicht wollen. Aber Nee, ich kann ja mal die genau. Kamera hier so übernehmen Das und dann macht gehen wir mein mal rein, mal Rücken. gucken, was die Kamera hier überhaupt einfangen kann. Da sieht man so ein bisschen, haben die so einen Ausguck dann gehabt wahrscheinlich. Und ja, ich bin klein, ich kann hier nicht unbedingt drin stehen. Aber ja, vielleicht waren die ja auch noch ein bisschen tiefer im echten Einsatz. Aber das ist ganz nett, dass Ja, die gut, das kann hier ja sein. mal so dargestellt haben, Und guck wie mal, das so ist. das das ist so leicht, das ist Flaschenbaum. Okay, ja, wir kommen jetzt gleich wieder noch, leicht. wo sie Flaschenbaum sagt, wir kommen jetzt gleich noch zu einem Flaschenbaum, den die so als ja, Geschützstand oder so ausgebaut haben. Aber Oh, ich so will sieht nicht zu man viel nicht besser. voraussagen. Na, ich werde da wahrscheinlich gleich reinklettern müssen. Jetzt guckt euch mal das Monster an. Sieht aus wie ein Baum. Din, 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 din. Ist aber ein Kaktus. Ih, hier hängt eine Raupe. Seht ihr die? Ja, die Papageien schmeißen ja schon die Blüten runter vom Flaschenbaum. Die Flaschenbäume sind nämlich aktuell am Blühen. Und die ist gerade runtergeflogen, weil die Papageien da oben wie wild sind. Aber Das- guck mal, da ist eine schöne gelbe. Da ist eine schöne gelbe. Die blühen schön gelb. Ich meine, es gibt noch eine brasilianische Art, die blüht rosa. So einen aber- haben wir, aber wir haben den seit einem Jahr nicht gesehen. Ja, den haben wir schon auf unser anderes Grundstück gepflanzt, aber waren irgendwie nicht mehr da. Und das hier ist jetzt dieses ja, Schützennest oder wie auch immer. Und da kann man schön sehen, die haben sich hier einen Eingang gebaut und da oben ist dann ja, entweder zum Beobachten, zum Ausgucken oder zum Schießen, ich weiß es nicht. Wie viel Schutz auch so ein, aber das ist ja schon ziemlich massiv. Also relativen Schutz vor Splitter und vielleicht kleinkalibrigen Gewehren wird er schon bieten. Ich werde da mal reinklettern. Letztes Mal waren so viele, Moskitos da drin, dass ich da nicht rein wollte. Wo ist das Loch? Da oben, warte, ich guck durch gleich. Okay, vielleicht. Ja, okay, ist also nicht so geräumig hier drin. Kommen wir ja Aber nochmal von der anderen Seite. heute sind halt keine Moskitos drin. Letztes Mal, wo wir hier waren mit Gabi und Frank von Paula und Tour, waren hier wirklich sehr, sehr viele Moskitos. Ja. Naja, auf jeden Fall keine schöne Vorstellung, da drin stehen zu müssen, wenn um einen rum die Kugeln Aber der ist durch auch die Luft cool. fliegen. Ob die abgemacht wurden oder nicht, weiß ich nicht. Hier unten ist ja schön glatt, also was glatt heißt. Und da oben fangen die ganzen Stacheln an. So, jetzt geht es da weiter und hier, Nicht. ja, hier geht es so ja, in die ehemaligen Stellungen oder Gräben. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera überhaupt sieht. Ja, das kann man schlecht erkennen. Ich kann da mal ein bisschen weiter geradeaus gehen. Das ist ziemlich zugewachsen. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen mit euch ein bisschen weiter rein. Und ja, es gibt hier Schlangen, sicherlich. Da muss man immer aufpassen. Aber wir wollen ja mal ein bisschen hier... Ja, man erkennt, glaube ich, nicht so viel auf der Kamera. Also hier geht es dann in diese verschiedenen Linien rein,
die armen Jungs hier gegraben haben. Und ja, ich weiß auch nicht, ob man hier, sieht man wahrscheinlich auch nicht, aber selbst diese Äste haben alle ganz kleine Stacheln. Also hier im Chaco hat eigentlich alles Stacheln. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man hier bei 45 Grad Hitze und kaum Wasser, Mücken, sehr viele Mücken haben wir hier, wenn es heiß ist, und andere stechende Viecher, Schlangen und was noch alles. Und dann soll man hier in der absoluten Hitze Gräben ziehen und buddeln. Also Leute, das wünsche ich keinem. Das wird ein sehr langes Video. Martin kommt wieder nicht aus dem Quatschen heraus. Na, aber ist aber eigentlich, also für mich jetzt, alles so recht interessant, müsst ihr halt gucken. Ja, muss man ja Wenn sehen. ich müsste den stumm stellen Genau, müssen wir mich stumm stellen. und nur die Natur gucken. Aua. Ich denke mal, es geht ja jetzt im Endeffekt hier nur so weiter, dass man hier durch den Busch ein bisschen laufen kann. Ich meine, der Vorteil, den ihr hier habt, ist, ihr könnt überhaupt mal durch den Busch laufen. Weil wenn jetzt hier nicht solche Wege angelegt sind, könnt ihr nicht durch den Busch laufen. Also Kommt ihr keinen Meter rein? so, da kommt ihr keine paar Meter weit rein. Und mit einer Machete sich da den Weg bahnen, ist natürlich auch sehr unangenehm. Jetzt queren wir hier die Straße, wo wir vorhin reingekommen sind. Da kamen wir lang. Ja, wir kommen von da. Okay. Da ist das Museum. Und dann kann man hier noch weitergehen. Da gehen wir mal. Gehen wir Das Wetter mal. ist so geil dafür. Ja, wir müssen halt mal ausnutzen, dass wir heute mal ausgiebig spazieren gehen können, ohne gleich den Hitzetod zu erleiden. Und vielleicht auch, wenn es ein bisschen langwierig ist, aber für die Leute, die Den Chaco den kennenlernen. Chaco mal kennenlernen möchten und vielleicht nicht die Möglichkeit haben, mal eben hier mit dem Flugzeug hinzukommen, weil, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, von Deutschland hier zu uns zu kommen, ist ja eine Weltreise. Erstmal der Flug, der ja schon fast 20 Stunden dauert. Dann hat man noch mal 6, 7 Mit Stunden Umsteigen. hier hoch zu fahren, vom Flughafen bis hierhin. Ja, und dementsprechend ist es halt nicht so einfach, die ganzen Orte hier zu besuchen. Ja. Solange ihr jetzt nicht wirklich in die absolute Wildnis wollt, sondern nur die Sehenswürdigkeiten hier rund um die Mennonitenkolonien besichtigen wollt, auch Salzlagunen und so weiter, ist alles in der Nähe, dann braucht ihr kein Geländefahrzeug. Mittlerweile nicht. Nee, die Straßen sind, wenn es nicht Also- geregnet hat, sind die Straßen super. Wir gehen jetzt, 2016 sah das auch noch ein bisschen anders ja, aus. wir ne? gehen jetzt mal hier zum 18. Friedhof. Da steht jetzt, das ist der paraguayische Friedhof. Also wir haben hier, glaube ich, 2 Friedhöfe. Einmal die paraguayischen Soldaten und die bolivianischen. So, wir sind jetzt hier an dem Friedhof angekommen. So, ich glaube, So. jetzt geht es hier auch nicht wieder weiter. Das heißt, wir müssen den Weg jetzt wieder zurückgehen. Oder eine Straße entlang, was jetzt nicht ganz so Ja, und man toll könnte ist. jetzt auch die Straße lang gehen und da hinten diesen anderen Eingang nehmen. Aber wir werden jetzt einfach mal Wir können wieder... mal gucken, ob wir unser zurückgehen. Essen sehen. Im Moment stehen keine Rinder hier. Jetzt haben wir gerade hier noch entdeckt, eine von diesen Brennnesselarten. Da müsst ihr echt aufpassen. Ja, Hast du mal irgendwas? Ich weiß gucken nicht, wir, ob das hier geht mit dem... Die sind oben und unten. Ja, hier sind die voll mit solchen Stacheln. ja, aber das geht sogar noch. Ich habe nämlich jetzt die andere Art auch noch entdeckt. Ich meine, eine Art hat sogar so eine Art Was denn? Tomatenfrüchte. Ich weiß gar nicht, Die? ob das sogar von den Tomaten so eine Jetzt guckt euch mal Art die ist. Die hat, Stacheln so die hat an. oben Stacheln und ich glaube, die hat Überall. unten auch noch Stacheln. Ja. Und Die ist richtig fies. die soll, Jo. was ich noch sagen wollte, hier in die Gebüsche reinrennen, das könnt ihr hier natürlich alles machen. Ist ja kein Zaun und so. Aber bei den Fortins muss man immer so ein bisschen aufpassen auf alte Munitionsbestände oder ein bisschen gucken, Lager. weil hier liegt da echt viel rum. Wo wir beim Fortin Nanavar waren, habe ich mit bloßem Auge dann ganze Ladestreifen noch, ja, intakt wird die vielleicht auch nicht mehr sein, aber mit unabgeschossenen Patronen gefunden. Und dementsprechend hier liegt da alles Mögliche. Hier liegen Granaten und Geschosse und was auch alles. Gewehre, Pistolen, Von kann man der- alles noch finden. Der Regen bringt halt viel auch immer wieder Ja. nochmal zum Vorschein. Ja, wir sind jetzt hier an dem bolivianischen Friedhof, sagte Martin. Denke ich mal. Denk Wenn mal. man, doch, wenn meine blinden Augen mich nicht täuschen. Ja.
Ja gut, was soll man dazu jetzt sagen? Gerade da lagen die Paraguay, jetzt hier liegen die Bolivianer. Genau. Ja, kann man einfach nur geradezu sagen, dass wir froh sind, dass hier so Frieden herrscht auf unserem Kontinent. Und wir hoffen auch, dass es so bleibt und wir hier weiter in Ruhe und Frieden leben können. So, da ist der Friedhof, dazu habe ich jetzt gerade gesehen. Und hier ist der Wall, wo wir gerade am Anfang waren, und da ist unser Auto. Wen es übrigens interessiert, wie wir dazu gekommen sind, auszuwandern und unsere Gründe, da machen wir auch noch mal ein Video zu, müsste eigentlich schon online sein. Ansonsten kommt es bald, aber ich werde das wahrscheinlich vorher schneiden. Ja, ansonsten guckt weiter hier. Ja, ansonsten sind wir ja jetzt schon fast wieder am Auto. Also man hätte jetzt da hinten, wäre der Weg noch weiter gegangen und dann käme man, glaube ich, irgendwo auch dahinter den Toiletten wieder raus. Aber wir kennen das hier alles ja schon so ein bisschen und wir wollen euch auch nicht alles zeigen, denn ihr sollt ja hier den Ort auch besuchen kommen. Genau. Und jetzt haben wir hier wieder die Papageien, die ordentlich Krach machen. Ich denke mal, wir werden jetzt kurz am Auto gehen, was trinken, Akku wechseln und dann schauen wir mal ins Museum. Aber irgendwo hier, meine ich, ist das Wasserloch. Vielleicht sehen wir das, wenn die Drohne gleich funktioniert, können wir ja auch noch mal mit der Drohne drüber fliegen. Und vielleicht sehen wir dann ein bisschen Wasser. Ich glaube, jetzt habe ich das Wasserloch gefunden. Wir waren nämlich gerade da hinter diesen Bäumchen. Und hier steht da auch Aguada. Das ist hier dieses Wasserloch. Und hier ist das Wasser. Ja, also hier möchte ich jetzt nicht weitergehen. Um dieses Wasserloch wurde im Endeffekt damals dann gekämpft, weil das Wasser hier im Krieg halt überlebensnotwendig war. So, wir bereiten die Mittagspause vor. Wir wollten gerade ins Museum. Ja, hätten wir selber drauf kommen können. Mittags ist hier nämlich nichts los. Die machen Mittagspause, also müssen wir 3 Stunden umkriegen. Aber da ich ja eh grillen wollte und heute darf er mal was fürs Essen machen, kann er aufbauen. Ha, schön. Den Mann auch mal bei der Arbeit zu sehen. So, weil wir eh jetzt hier Pausen machen und uns das gemütlich machen ein bisschen, habe ich mir gedacht, kann ich auch was für uns grillen. Und das mache ich dann natürlich in Form eines Videos. Und wen das interessiert, der kann gerne mal auf meinen Kanal gucken, Chaos Kitchen. Da zeige ich euch sehr viel über vorher gegrilltes, gefrittiertes und was weiß ich was alles. Auch viel aus der paraguayischen Küche. Genau, viel aus der paraguayischen Küche. Oder Südamerika. Heute zum Beispiel gibt es Picanha, also Picanha, Tapa Quadril. Oder in Deutschland, was war das? Bürgermeisterstück. Nee, ich habe keine Ahnung von Fleisch. Muss ich noch kann mal das nur essen. Ich blende es euch unten ein. Ich weiß den deutschen Begriff nicht mehr. Kleiner Trick, wenn ihr mal im Chaco seid und Hände waschen müsst. Nur gucken. Geht das nur im Chaco oder woanders? Ja, woanders, aber wir sind ja jetzt gerade im Chaco. So Kleinigkeiten, die viel ausmachen. Einfach Flasche, den Deckel nicht ganz öffnen. Und dann könnt ihr euch sogar alleine die Hände waschen. Ja, liebe Freunde, ihr seht, wie schön man es haben kann. Wir grillen jetzt hier an diesem Ausflugsort. Macht das mal in Deutschland. Einfach so einen Sack Kohle auf den Boden schmeißen und ein paar Stücke Fleisch drauf schmeißen. Ich glaube, im Denunziantenland Deutschland werdet ihr dann sicherlich ganz schnell Besuch vom Förster oder von der Polizei haben. Und hier ist das zum Glück alles ganz normal. Und die meisten Leute räumen natürlich danach auch den Müll weg. So werden wir das auch tun. Und jetzt sind wir drin, die Mittagspause ist vorbei. Er hat jetzt sogar ein bisschen früher aufgemacht. Ich hoffe, das geht hier vom Ton her, weil es halt hier sehr. Und direkt im Eingangsbereich liegen die Überreste hier eines Flugzeugs. Sieht aus wie ein paraguayisches Flugzeug, das wohl hier abgeschossen wurde. Und die Überreste haben die dann hier gefunden. Ja, der arme Pilot. Und dann kommt man hier in die erste große Halle rein, wo dann hier Fotos vom Krieg zu sehen sind oder von dem Feldlager hier. Und man hat dann hier schon die ersten Geschütze stehen, die man nicht anfassen darf, aber die sind noch ziemlich funktionstüchtig, habe ich mir letztes Mal ein bisschen genauer angeschaut. Und jo, das
Da oben dann nochmal eine Karte. Ich glaube, da sind da die Fortins eingetragen. Ja doch, Toledo ist eingetragen. Toledo waren wir schon. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, Fortin Nanava ist hier unten. Also wenn man da oben guckt, da wo Philadelphia ist, da muss man schon ein gutes Stück hier runterfahren. Also wir waren da auch lange unterwegs, wo wir da hingefahren sind. Also da ist auch nicht mal eben hingefahren. Und dann ist, glaube ich, da oben links muss irgendwo Ingavi noch sein. Bei Lagerenza die Ecke, da war ich ja im Zuge einer Chaco-Reise, wo wir da auch Aqua Dulce ganz oben, was da ist, bis Bahia Negra bereist haben. Aber das alles in anderen Videos. Und dann kommen wir hier in die Halle oder in den Nebenraum, wo dann lauter Gewehre noch ausgestellt sind. Und ja, da kann man dann immer lesen. Ich weiß gar nicht, ob hier auf Deutsch steht, aber ich glaube, hier steht es nur auf Spanisch. Ja, aber naja. Ja, mit Englisch kommt die ja auch nicht unbedingt weiter. Nee. Ja, hier ist meistens halt, hier steht vieles auch noch auf Deutsch, aber in dem Museum ist halt nur die Tafel draußen auf Deutsch. Und dann kann man hier die verschiedensten Gewehre gucken. Irgendwo sind auch noch ein paar Mauser-Gewehre. Ich weiß gar nicht, ob die aus... Ja, hier ist Alemannia. Ja, man... Ein deutsche, also Gewehre aus Deutschland. Steht hier zumindest. Ja, aber das ist, glaube ich, kein deutsches Gewehr. So, hier steht, glaube ich, Belgien. Also Waffen aus der ganzen Welt. Ich glaube, das ist hier so ein Zielgerät. Und dann kommen hier nochmal ein paar größere. Ja. Also ein Kriegsgerät steht hier noch rum, ein bisschen zum Mörsergranaten verschießen. Und dann haben wir hier nochmal so ein paar Teile von diesem alten LKW. Und das waren halt die Teile, so ungefähr nur im Busch verstreut, waren die da im Kilometer 180. Und konnte man dann halt noch sehen, bevor die alle geklaut wurden. Ah, das ist ein bolivianisches Flugzeug. Also das sind die Reste von einem bolivianischen Flugzeug. Also die haben ja alle irgendwie Flugzeuge verloren. Ich weiß gar nicht, wie viele Flugzeuge damals im Krieg im Einsatz waren. In Nanava steht noch so ein Panzer, also ein relativ kleiner Panzer. Und da wurde uns gesagt, es waren wohl angeblich 3 Panzer im Einsatz im gesamten Chaco-Krieg. Einer soll in Bolivien im Museum stehen, einer bei Nanava und einer soll noch im Busch verschollen sein. Und weil das aber so kleine Panzer sind, denke ich mal, sind die schwer zu finden. Es sei denn, da wird irgendwann mal eine Farm eingerichtet, dann wird er sicherlich auffallen. Was ich euch noch zeigen wollte war, aber das haben die, glaube ich, hier nicht, das haben die bei Toledo. Und zwar hatten die hier so Granaten, die gefüllt waren mit lauter Bleikugeln. Von den das war bei Toledo und die Granaten waren halt mit so lauter Bleikugeln gefüllt, dass die so, ja, wie so Schrotwirkung schon haben. Und das muss man sich dann auch mal vorstellen. Man liegt da irgendwo im Graben, dann kommt so eine Granate runter und tausende Bleikugeln fliegen durch die Gegend. Und die waren schon so dick, also wir haben zu Hause ein paar rumliegen, die wir gefunden hatten. Ja. Und das war es dann jetzt auch hier schon aus dem Museum. Haben wir noch einen alten Fleischwolf. Der ist von Husqvarna. Ja, also die machen nicht nur Motorräder, die machen auch Fleischwölfe. Hier sehen wir dann die Geschütze auch noch im Einsatz. Ah, das ist, glaube ich, der Panzer, der bolivianische Panzer, der da bei Nanava eventuell steht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das ein... Ja, und hier haben sie halt die Geschütze überall, da diese Stellung oder da haben die armen Jungs gelegen. Und Leute, machtet euch bewusst, das ist kein Spaß, wenn man nur im Krieg in so einem Graben hinter so einem Wall liegt und einem da die Kugeln um die Ohren fliegen. Ja, also ihr habt ja auch gerade da die Granaten gesehen. Naja, also ich weiß nicht, wer da aktuell so nach Krieg schreien kann. Hier sind noch weitere Bilder, die haben wir gerade auch nicht gezeigt. Na gut, da kriegen wir Ärger mit den YouTube-Richtlinien. Also hier liegen auch Tote auf dem Dings, das müssen wir dann verpixeln. Und hier sieht man immer die schlechten Straßenverhältnisse, die damals hatten. Gerade hier auf dem Bild zum Beispiel, da sind die Straßen ja heute schon viel besser. Aber wie gesagt, damals war der Chaco ja noch gar nicht so erschlossen, wie er heute ist. Also heute ist es ja eigentlich hier überhaupt gar kein Problem, den Chaco zu bereisen. Wenn man sich den Graben jetzt hier anguckt, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sehen kann, da steht Wasser dann in dem Schützengraben, da werden dann die Moskitos noch mehr
ja, um einen rumschwirren. Ja gut, hier am Wasserloch sind sie am Baden. Also muss eine schlimme Zeit gewesen sein. Dann sind wir jetzt auch eigentlich hier durch, ne? Ja, das war Fortin Boquerón. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Also wir finden das hier super. Wir kommen auch immer wieder gerne hin. Wie war das jetzt mit dem Preis Welcher Preis? für ihr Campen? Campen, der sagte, glaube ich, also man muss sich bei Gouvernation anmelden, aber man muss nichts bezahlen. Ne? Nee. Ist umsonst hier. Man sollte es nur, wenn ihr hier campt, bitte vernünftig hinterlassen. Also das, Ja gut, das ist ist selbstverständlich, eine glaube ich. Ja, auf jeden Fall, das war hier Fortin Boquerón und normalerweise ist ja auch ein bisschen was los am Wochenende, aber das Wetter hat wahrscheinlich viele abgeschreckt. Ja. Und jo, da sitzt ihr lieber zu Hause. Im Großen und Ganzen sind ja die ganzen Ausflugsziele hier in Paraguay, speziell hier im Chaco, eigentlich nie überlaufen. Also man hat eigentlich immer die Möglichkeit hier... Jetzt ist er weg. Man hat eigentlich immer die Möglichkeit, vernünftig und in Ruhe zu gucken. Ja, und deswegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und abonniert gerne den Kanal. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's Ciao. gut. Ciao.